Die Lärm- und Schadstoffemissionen durch den seit Jahren ansteigenden Verkehr in Wien sind ein Problem. Elektromobilität wird seit geraumer Zeit als Lösung angepriesen. Doch nicht nur Pendlerinnen und Pendler wollen von A nach B, sondern auch Einkaufszentren und Unternehmen im Stadtinneren müssen mit Waren beliefert werden. Deshalb hat Betriebswirt Karl Dörner mit seinem Team neue Möglichkeiten der grünen Logistik ausgearbeitet. Heutzutage sind neben den kostenorientierten Zielen auch noch die sogenannten umweltorientierten Ziele immer wichtiger. Also das heißt, grüne Logistik versucht nicht nur die Kosten zu minimieren, sondern eben auch die Emissionen zu minimieren, und neuerdings versuchen wir auch in der City quasi auch die Störung der Einwohner zu minimieren. Die großen Logistikzentren befinden sich außerhalb Wiens. Um die Waren von dort ins Stadtzentrum zu liefern, benötigt man LKWs, die alle Händler unabhängig voneinander beliefern. Am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Universität Wien wird ein effizienteres und ökologischeres System erforscht. In unserer Forschungsarbeit schauen wir uns den theoretischen Rahmen an, wie es möglich wäre, Unternehmen dazu zu bringen, kollaborative Depots und Hubs in der Stadt zu verwenden, mit dem Ziel, Kosten einzusparen, Emissionen einzusparen und kürzere Wegstrecken zu haben. Da der Weg von den großen Logistikzentren außerhalb Wiens direkt zu den Händlern im Stadtzentrum für Elektrofahrzeuge zu weit wäre, braucht es eine Zwischenlösung in Form von kleinen Umschlagszentren. Diese City Hubs befinden sich innerhalb des Gürtels und werden mit gewöhnlichen LKWs beliefert. Dort werden die Waren auf kleine Elektroautos oder Fahrräder umgeladen, die wiederum die letzten paar Kilometer zu den Händlern überwinden. Solche City Hubs können Parkplätze sein, das heißt, ein größerer LKW fährt vor und zeitgleich werden die Fahrräder dann beladen oder die Elektrofahrzeuge beladen. Die konzeptionelle Grundlage ist bereits vorhanden. Doch wie kann man die grüne Logistik in die Tat umsetzen? Also wir gehen in erster Linie so vor, also wir arbeiten sehr stark mit der Industrie zusammen. Wir in mehreren Treffen mit den Praxispartnern versuchen wir das Problem zu erfassen, dann in ein mathematisches Modell zu gießen. Mathematische Modelle und Lösungsmethoden sind Hauptbestandteil der Forschung und sollen Logistikunternehmen von diesem Konzept überzeugen. Für die Zukunft glaube ich, dass da schon sehr viel Potenzial hat. Natürlich muss man natürlich mit den Argumenten kommen, dass so viel Kosten eingespart werden, dass es viel umweltverträglicher ist für die Unternehmen, dass sie auch wirklich bereit sind, diese Sachen umzusetzen. Seit September 2014 erarbeitet Karl Dörner und sein Team im Christian-Doppler-Labor für effiziente intermodale Transportsteuerung Strategien im Störungsmanagement von intermodalen Lieferketten. Die Kooperation mit Partnern aus der Wirtschaft ist ein zentrales Element der Forschung. Wünschenswert wäre es natürlich, dass das Projekt so weit fortschreitet, um dann an reale Unternehmenspartner zu treten und sie davon zu überzeugen, dass das sehr große Vorteile bringen würde, mit anderen zusammenzuarbeiten. Durch den technologischen Fortschritt ist in Zukunft ein noch höheres Potenzial in der Einsparung von Emissionen und Kosten möglich. Ja, die Zukunft derzeit ist das Hype-Thema Logistik 4.0. Das heißt, man versucht durch sehr viele Sensoren, Aktuatoren, Massendaten zu sammeln. Big Data ist auch in der Logistikbranche ein großes Thema. Durch das gezielte Sammeln und Verwerten von Daten können Tourenplanungen effizienter und just-in-time gestaltet werden. Wo man eben anhand von Echtzeitdaten weiß, wo sich der Kunde aufhält und das in die Tourenplanung, Optimierung einbaut. Problematisch dabei ist natürlich, dass die Unternehmen sehr sensibel darauf reagieren, ihre Daten herzugeben und natürlich ihre Lagerhäuser zu teilen. Das Team um Karl Dörner kann auf eine ergebnisreiche Forschung zurück und mit Optimismus in die Zukunft schauen. Jetzt liege es an der Politik, die Anreize für eine vollständige Umsetzung einer grünen Logistik für Wien zu schaffen.